Porubunda Yonglan Samdisha, the Antakilashayan, so the Tatiri, also Katan, and the Londina, Samchi Titan is only go to Niga, sent out the Mombos Chiore, they dig Tirinda, also Chilunito Jobit. Chida Gui Chichuniga Dingazu, Sohanga Monica, Korichinica Tirin, Soha, Tambotingazu, Purumamachi, Teni Subinzan Sohachi, Teni Bemin Sohachi, Yuru Jun Tunsochi, and Tanyo America, that's Sohachichi, and Sohanga Monica, Tanda, set up the Ramti, Zudita, Tanda Susjong, Bank, Takashala Piati, Tangazu Ting Hanola, Tonson Sumda, which Gaviore, Zudingazu, Monica. That and the Nivicha and Yaurumchi and the Davandi Nalola, Susula Peguio in the Kadi Yaurumchin de Peaina, Suzu Jong Moniga, Rohirda, and the Meati, at that Samiga, Purgun, the Sami in Chinchin, but it Diga, Dari Injimajiga, Suzu Jong Moniga, Yaurumchin de Pebicabla, Jabjeta, Ronum Jamjinano Nasia, Chigiore, Nibadi Hazuda, Lache Gala Hazu, Jana Marta Jakayo Mare, the Pohajaro Chase to me Jamjina. Chikchi, that's somebody that has a capture Marawi, capture Tota Minging, Katam Mombochin de La Diore, Tosola, capture Lajete, and joining it, Jamjinaro Nasinigata, the Sumgala, Tamazu, Tanda, Santa Dervichiati, to the Digala Shiore, Diri Muni, Tomi China, to talk to me, or Digala, and to talk to me, and Chipim, to talk to me some Janig, they dig and Dela, Damsichiari, Mombozichi, or they mission the Sayu, and Tamapur, and the Samig, Sanzanaro Nasha, and Tuche, Tamalotic Dele. Della Pandion. Sie sind da mit das Wer kommt jetzt da? Super. Wir würden dann schon mal 2 Reden haben. Wenn Sie da abstimmen, ist es okay. Gut. Also, wo ist die Hauptschachtel? Bitte? Ja. Decke. Kannst du mitnehmen? Sehr schön. Herzlich willkommen bei dieser Petitionsübergabe. Es freut uns riesig, haben wir es geschafft, über 11'000 Unterschriften zu sammeln innerhalb von dieser Frist, die seit März läuft. Es freut mich sehr, dass so viel Solidarität gegenüber den Tibetern in der Schweiz gezeigt wird und dass wir es nicht mehr länger tolerieren, dass Grundrechte von Tibeterinnen und Tibeter in der Schweiz systematisch eingeschränkt werden. Mit der heutigen Übergabe ist das wirklich ein wichtiges Zeichen und ich freue mich sehr darauf. Ja. 참말로리아 참디데슬레 안 다링 안주데 좀 고된기 겸진 조디 탄다 GFP 파운에 레시지 딱 니마 로직 마심스징이라 고츠버레 안 다링 니마디 안주기 딱 첸다 직 동라 쭉질 하든지 두스치네 사츠요리로 안디 다링 니마디 야피에리 안디 조디 딱 가리레스라나 딱 스위스 나르여베 페미 창미기 시제 톱단디 yarge tangu dostani ngajugida thandadi campaign ki migu chawdi ondi gangla shani re andi nanglo liya ya di maim ba shimba lish mangbu yore chapchu gi thola jawa yoda thanda nyeja khonsjo phegir badi khonsjo khadi dela swiss la phebine swiss krangi ngene di yomare ya pepso shunge konzu dine yom medi an di gangla yang jugi konzu gi di samlo tang mo dus lane an dige di cha di an di nyam do la ta thanda di chokpa di leshi di nang la lega chinge chokpa jinga ma yimba yang anzu changma pheme chokpa che phiri chokpa che ani europe shunu tin zo che subi cha de ya subi cha de kran dige di changma gi nyam do la di gangla lega chi yore an tayi anzu di ishu di sia phire Im Namen der Gesellschaft für bedrohte Völker und der Tibetergemeinschaften in der Schweiz möchte ich ganz herzlich den Parlamentarierinnen danken, die heute da sind und die uns und unsere Arbeit wahnsinnig unterstützen. Ohne euch geht es nicht und darum würde ich das Wort gerne der Rosmarie Quadranti erteilen.
der kurz ein Statement wird halten zu dieser Petitionsübergabe. Danke vielmals. Ja, grüezi miteinander. Als Co-Präsidentin der parlamentarischen Gruppe bin ich erfreut, bei der Übergabe dieser Petition ein paar Worte sagen zu dürfen. Ich selber habe ja das Freihandelsabkommen mit China zugestimmt. Ich habe dem Bundesrat vertraut, dass er sich bezüglich Menschenrechte und deren Einhaltung, und zwar Menschenrechte, so wie wir sie verstehen, Verständnis entgegenbringt und sich in den Gesprächen dazu einsetzt. Mit wachsender Besorgnis muss ich aber zur Kenntnis nehmen, dass der Bundesrat immer häufiger einseitig wirtschaftliche Interessen berücksichtigt. Jüngstes Beispiel ist auch die Waffenausfuhraufweichung. Darum soll die Petition ein deutliches Zeichen am Bundesrat sein, dass nicht nur wirtschaftliche Interessen anzuschauen sind, sondern eine ganzheitliche Betrachtungsweise sich wieder anzuzeichnen ist. Die Wirtschaft ist für unser Land wichtig, selbstverständlich, aber sie ist nur eine Seite von dieser Medaille. Die Petition fordert den Bundesrat Entwicklungen gerade bezüglich der Menschenrechtssituation in Tibet, für Tibeterinnen und Tibeter nicht aus den Augen zu verlieren. Die Petition verlangt aber auch, dass Tibeterinnen und Tibeter in der Schweiz sicher sind vor der Überwachung durch China. Die Handelsbeziehungen mit China ist die eine Seite und auf der anderen Seite muss sich der Bundesrat bewusst sein, dass der Handelspartner China immer wieder darauf angesprochen werden muss, was uns nicht gefällt. Gespräche können im stillen Kämmerlein erfolgen, doch wenn sie erfolgreich sein wollen, dann muss der Verhandlungspartner Schweiz genügend Rückgrat haben. Darum, auch als Befürworterin von Freihandelsabkommen, rufe ich den Bundesrat dringend auf, nicht weiter einseitig die Wirtschaft zuzudienen. Was das auslöst, sehen wir bei der Aufweichung der Rüstungsmaterialausfuhr. Und ich rufe darum zusammen mit Tibeterinnen und Tibetern, die hier in der Schweiz leben, den Bundesrat auf, aber auch meine Kolleginnen und Kollegen im Parlament, sich die Sorgen der Tibeterinnen und Tibeter ernst zu nehmen und dafür zu sorgen, dass wir in der Schweiz da auch als Tibeterinnen und Tibeter ohne sich müssen Sorgen machen, was mit der Überwachung passiert, kann aufhalten und vor allem aber auch, dass Tibeterinnen und Tibeter selber in der Tibet-Situation nicht vergessen geht. Die Sprache und Kultur ist das, was erhalten bleiben muss und soll. Der Einsatz ist mit der Petition darum wichtig. Danke vielmals. Zone ist auch im Parlament, vertritt die Grünen und ist Präsidentin der Gesellschaft für bedrohte Völker Schweiz. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je suis aussi heureuse de pouvoir participer à la remise de cette pétition. La Suisse et le Tibet ont un lien particulier, ont une relation particulière. En Suisse, on a la plus grande communauté tibétaine d'Europe et on le sait, malheureusement, ça fait 60 ans que le Tibet est sous contrôle de la Chine. Malgré cette situation, le Conseil fédéral et la Suisse sont dans des relations commerciales qui sont à leur sommet. C'est pas moi qui le dis, c'est M. Cassis qui l'a dit lors de sa visite en Chine, lors de sa dernière visite en Chine. Les relations entre la Suisse et la Chine sont à leur sommet. Et on l'a vu encore, puisque non seulement M. Cassis est allé en Chine, mais encore Mme Leuthardt et ensuite M. Schneiderhamann tout dernièrement. Dans le cadre de la visite de M. Schneiderhamann, d'ailleurs, un journaliste s'est fait refuser arbitrairement un visa pour se rendre en Chine. Et le Conseil fédéral n'est pas intervenu. On voit comme les relations commerciales entre la Chine et la Suisse ont des impacts vraiment néfastes, négatifs sur notre démocratie suisse aussi et les droits en Suisse aussi. Ça a été montré et ça s'est dégradé avec l'accord de libre-échange qui a été signé en 2013, qui a été passé entre la Chine et la Suisse. On s'est dépêché de faire cet accord de libre-échange. On était le deuxième pays d'Europe à faire un accord de libre-échange avec la Chine. Et dans cet accord de libre-échange, il n'y a pas un mot sur les droits humains, il n'y a pas un mot sur la protection des minorités. La conséquence, elle se voit évidemment en Chine, mais elle se voit en Suisse aussi sur les droits des Tibétaines et des Tibétains, et ça nous préoccupe beaucoup. C'est des entraves à la liberté d'expression,
On l'a vu lors de la visite du président chinois en 2017, où les manifestations ont été repoussées loin du regard et surtout pas au moment où il était là. Et ça montre que c'est une entrave à la liberté d'expression en Suisse aussi, et c'est contre nos propres droits ici et nos propres valeurs. Il y a aussi des entraves à l'identité, puisque le secrétariat d'État aux migrations écrit désormais sur les livrets, n'écrit plus que la provenance est le Tibet, mais écrit que la provenance est la Chine, ce qui ne correspond pas à l'identité des personnes en question. Et puis des entraves à la liberté de circulation qui sont très inquiétantes, puisque on peut se retrouver avec des personnes qui ne peuvent plus quitter le territoire suisse, car la Chine met des bâtons dans les roues et la Suisse ne prend pas ses responsabilités. Cette situation est extrêmement préoccupante. Ça a été dit par ma collègue, les intérêts économiques ne doivent jamais faire oublier nos valeurs et le respect des droits humains. C'est pourquoi cette pétition est essentielle et on espère bien que cette pétition sera entendue. On va continuer d'agir aussi au Parlement où on va notamment déposer des nouvelles interventions parlementaires pour alerter sur cette situation qui ne peut pas durer, et non seulement en termes d'engagement de la Suisse ici pour les droits humains et les droits fondamentaux des Tibétaines et des Tibétains, mais aussi l'engagement de la Suisse en Chine dans les actes de la Chine en faveur des minorités et des Tibétaines et des Tibétains. Donc, je vous remercie. Bitten. Ist Parlamentarier des tibetischen Exilparlaments und wird auch ein paar Worte sprechen zur Petition und zur Situation der Tibeterinnen und Tibeter in der Schweiz. Grüezi miteinander. Vielen Dank, dass Sie heute hier gekommen sind. Zuerst möchte ich mich gern bedanken bei der GSF, Thomas Bückli, und der Society for Tibetan People, Angela Medley, für ihre Unterstützung und gute Teamarbeit. Dann möchte ich gerne mich ganz herzlich bei der Parlamentariergruppe für Tibet, Frau Nationalrätin Rosmarie Kodranti und Frau Lisa Mazzoni und Frau Priska Wierer für ihre Anwesenheit und ihre Unterstützung danken. Die Treffen bei Parlamentariergruppe für Tibet, zum Beispiel Frau Rosmarie Kodranti, Frau Maya Graf, Frau Priska Bierer, Frau Barbara Gysi, Frau Regula Reitz, Herr Martinev und so weiter, ist für mich eine große Ehre. Sie sind eine Motivation für mich und für die Tibeter in Tibet. So herzlichen Dank für die Parlamentariergruppe für Tibet. Vor knapp 60 Jahren sind Tibeter und Tibeterinnen als Flüchtlinge in die Schweiz gekommen. Dank der damaligen Schweizer Politik und Behörden haben diese Tibeter seit Anfang der 60er Jahre sehr gut in die Schweiz eingelebt. Aber aufgrund zunehmender Macht und Einflussnahme Chinas sind wir auf den Schutz unserer Rechte auf die Schweizer Politik und Behörde angewiesen. Seit dem Freihandelsabkommen sind wir enttäuscht, weil die offizielle Schweizer Politik gegenüber Tibeter geändert hat. Hier zwei Beispiele. Erstens, in der Ausweis der Tibeter steht als Nationalität China. Zweitens, seine Heiligkeit Dalai Lama wird auch dieses Mal nicht offiziell empfangen. Dennoch schaue ich mit Zuversicht in die Zukunft und hoffe von Herzen, dass seine Heiligkeit Dalai Lama in naher Zukunft offiziell empfangen wird. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Le dimba number 2 di tanda ngan shungne gyab gyon nange da ani de le dimba number krani ge pechale na yore ani dilia tuches pume chokwa tone tujiches jedare re puchopchi shui. Ich möchte hier allen Anwesenden danken und vor allem, dass die wirklich Verantwortlichen und die Supporter von der Tibet-Gruppe im Nationalrat und so und die Arbeiter, die wirklich wie die emsigen Ameisen geholfen haben, von Angela Matli und von, jetzt habe ich den Namen, Dominik
Die haben so viel gearbeitet für uns und ich möchte im Namen von tibetischen Frauenorganisationen an die Beteiligten ganz herzlich danken für ihre Support, also für ihre Hilfe und eine Glücksschleife überreichen als Symbol. Auch ich möchte gerne die Glücksschleife überreichen als Dankeschön im Namen der Tibeter-Gemeinschaft des Schweizer Liechtenstein. Vielleicht noch kurz wie es weitergeht. Wir treffen uns jetzt dann alle auf dem Bahnhofsplatz. Dort gibt es Musik, dort gibt es was zu essen, dort gibt es Tee, dort gibt es weitere Infos und ihr seid alle ganz, ganz herzlich eingeladen. Angela da domin kranzi lege inkapane tiche na tiche na tiche tiche lege di kala tiche chale na mare tiche ya do because de shuda wolle ba ye toye dang de ji a di sin ji de chi sam na ye von der Gesellschaft Schweizerisch-Tibetische Freundschaft Sie kurz informieren über unsere Sicht der Dinge. Wenn die Zeitschrift Beobachter ein Thema als Titelstory aufgreift, ist dieses definitiv mitten in der Schweiz angekommen. Für uns Tibetorganisationen in der Schweiz sind die Erkenntnisse des Beobachters zum Einfluss Chinas im Westen hingegen nicht wirklich News. Wir sprechen, schreiben und appellieren schon seit Jahren, nein, Jahrzehnten davon, dass wir auf der Hut sein müssen vor einem China, das aus einer aggressiven kommunistischen Parteizentrale in Peking heraus diktatorisch gesteuert wird. Doch wir alle kennen das Sprichwort vom Propheten im eigenen Land. Die Tibeterinnen und Tibeter hier in der Schweiz haben wahrscheinlich am meisten Erfahrung mit chinesischen Avancen und deren wirklichen Absichten. In Tibet starteten die Chinesen ihre Okkupation auch mit Geld. Damals waren es Silbermünzen und diese drehten sie dann schlussendlich gegen Tibet. Heute wissen wir, mit welchem Resultat. Nach chinesischer Lesart gibt es kein Tibet, es hat nie eines gegeben. Wenn unsere Regierung und ihre Wirtschaftsentourage schon Geschäfte mit China machen will, dann bitte soll sie doch von der Erfahrung der Tibeter hier lernen. Nehmt sie in ihren Bedenken ernst, die in der heute überreichten Petition ausgedrückt werden. Mit dem Schutz ihrer Rechte auf Meinungsäußerungsfreiheit, mit dem Recht, Tibeterin und Tibeter zu sein und nicht Chinese, schützen wir auch unsere schweizerischen Werte gegenüber der sich immer aggressiver gebärdenden Supermacht China. Die 11.220 Unterzeichnenden der heute überreichten Petition sind dafür ein kräftiges Zeichen an unsere Regierung und an unser Parlament. Regialo! Regialo!
Und ich bin sehr froh, dass wir die Tibeter in der Schweiz Unterstützung haben zu verschiedenen Organisationen. Heute haben wir eine Petitionsaktion lanciert gehabt und heute haben wir die Petition über 11.000 an den Bundesrat übergeben, in der Hoffnung, dass die Unterschriften auch gut ankommt und dass der Bundesrat endlich mal handelt. Wir brauchen keine Versprechungen, Sie müssen handeln. Und wir Tibeter leben schon seit 60 Jahren in der Schweiz. Wir sind sehr wohl integriert hier. Wir sind sehr gerne hier in der Schweiz. Wir sind mit offenen Armen in der Schweiz aufgenommen worden vor 60 Jahren. Nun, seit der Freihandelsabkommen mit China über 5 Jahre hat sich die Lage stark verschlechtert in Sachen Menschenrechte in Tibet unter anderem. Wenn ich jetzt die Petitionsforderung kurz zusammenfasse, es geht ja um die Menschenrechtslage, über die kulturelle Zerstörung, über die politische Unterdrückung, über die religiöse Unterdrückung in Tibet. Der Bundesrat muss endlich mal handeln und Aktionen unternehmen. Wir machen uns langsam Sorgen hier in der Schweiz. Wir Schweizer Tibeter machen uns langsam Sorgen. Und zwar, weil wir hier langsam in der Schweiz unsere Bewegungsfreiheit, unsere Meinungsfreiheit eingeschränkt werden. Wir fordern von der Bundesrat, dass sie die Meinungsäußerungsfreiheit schützen. Wir als Schweizer Tibeter. Und wir machen uns langsam Sorgen über die Souveränität der Schweiz. Schweiz als souveränes Land, als ein unabhängiges Land, wie auch Tibet vor 60 Jahren war. Bevor die chinesische Rote Armee in Tibet eingedrungen ist und seine Heiligkeit der Dalai Lama und 100.000 Tibeter ins Exil getrieben hat. Deshalb sind wir froh um jede Unterstützung. Wir sind sehr froh, dass Sie hier zahlreich erschienen sind und dass die Zusammenarbeit zwischen der Gesellschaft für bedrohte Völker, der tibetischen Frauenorganisation, der Verein Tibetische Jugend in Europa, der Gesellschaft für schweizerische und tibetische Freundschaft, sind wir sehr froh um die Zusammenarbeit. Und unsere Zusammenarbeit wird weitergehen, bis in Tibet eine Lösung gefunden wird, eine friedliche Lösung gefunden wird. Jetzt in 10 Tagen wird seine Heiligkeit der Dalai Lama hier in der Schweiz eintreffen. Im Rahmen des 50-jährigen Jubiläums des Tibet-Instituts Nikons wird seine Heiligkeit hier in der Schweiz 6 Tage lang verweilen. Es gibt verschiedene Anlässe, aber wir haben gehofft, dass die schweizerische Regierung seine Heiligkeit der Dalai Lama endlich mal wieder offiziell empfangen wird. Und dies ist auch in unserer Petitionsforderung ganz klar zum Ausdruck gekommen. Und in 10 Tagen wollen wir sehen, dass der Bundesrat Mut genug hat, die souveräne Schweiz zu vertreten und seine Heiligkeit der Dalai Lama im Rahmen dieses Jubiläums empfangen. Punkt. Vielen Dank und für eure Aufmerksamkeit und wir hoffen auf eure Unterstützung. Dankeschön. Acele.